Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten VWL. In diesem Video lernen wir, wie das Solow-Modell mit Bevölkerungswachstum funktioniert und was es mit der sogenannten goldenen Regel auf sich hat, die uns hilft, die konsummaximierende Sparquote zu finden. Dieses Video baut so ein bisschen auf das vorherige Video zum Solow-Modell auf. Wir konzentrieren uns also darauf zu sehen, wie sich der Kapitalstock pro Kopf entwickelt, wenn wir im Solow-Modell Bevölkerungswachstum haben. Wir schauen uns in diesem Zusammenhang dann den Steady State an, wir stellen einmal grafisch dar und berechnen den auch und werden diese goldene Regel, die uns die optimale Sparquote, die den langfristigen Konsum maximiert, zum einen allgemein und dann auch mit der sogenannten Cobb-Douglas Produktionsfunktion herleiten. Wenn ihr während dieses Videos merkt, dass so ein paar Basics des Solow-Modells noch nicht ganz klar sind, dann schaut euch am besten das Video zum Solow-Modell ohne Bevölkerungswachstum an. Das habe ich für euch unten verlinkt und kommt dann einfach für die entsprechenden Erweiterungen wieder hierher zurück. In unserem Solow-Modell mit Bevölkerungswachstum haben wir 3 Zutaten. Das ist einmal unsere Produktionsfunktion, die uns sagt, die gesamte Produktion in der Volkswirtschaft wird produziert mit Hilfe von Kapital und Arbeit. Wir werden hier zum einen mit unserer allgemeinen Produktionsfunktion hier arbeiten, bei der wir annehmen, dass sie alle Eigenschaften einer neoklassischen Produktionsfunktion erfüllt, wie wir sie im Video vorher besprochen haben. Und wir werden an anderer Stelle auch die Cobb-Douglas Produktionsfunktion als Beispiel verwenden. Die zweite wichtige Zutat ist die Frage, wie sich der Kapitalstock in der Volkswirtschaft entwickelt, das heißt die Anzahl der Maschinen, wenn wir so möchten. Hier besteht die Idee darin, dass der Kapitalstock in der nächsten Periode dem Kapitalstock in dieser Periode entspricht, zuzüglich dem, was wir in dieser Periode sparen und damit auch investieren. Und wir wissen bereits, dass im Solow-Modell diese Ersparnis bzw. Investitionen darin bestehen, dass der Anteil S des gesamten Einkommens Y gespart und damit in neue Maschinen investiert wird. Und gleichzeitig geht der Anteil Delta der Maschinen, die wir im Moment haben, durch Verschleiß verloren. Und die Erweiterung, die wir uns jetzt anschauen, die besteht eben darin, dass unsere Bevölkerung und damit auch unser Arbeitsinput N mit der exogenen, also von außen vorgegebenen Rate N wächst. Das bedeutet, dass die Bevölkerung und damit der Arbeitsinput in der nächsten Periode t plus 1 der aktuellen Bevölkerung nt entspricht mal 1 plus n, wobei n eben der Wachstumsrate der Bevölkerung entspricht. Diese Folie sieht zugegebenermaßen ein bisschen wild aus, aber ihr werdet sehen, da gehen wir jetzt schnell durch und das hilft uns nachher weiter. Wir wollen uns auf dieser Folie anschauen, wie die Produktion bzw. das Einkommen pro Kopf vom Kapital pro Kopf abhängt. Schauen wir uns zunächst das Einkommen pro Kopf für eine beliebige allgemeine Produktionsfunktion f von k und n an. Wenn y unser gesamtes Einkommen ist, dann ist y geteilt durch n, das heißt geteilt durch die Bevölkerung oder die Anzahl der Köpfe eben das Einkommen pro Kopf. Ja, und das müssen wir natürlich auf beiden Seiten machen. Und genau wie im Video zuvor machen wir eine kleine Vereinfachung der Notation, indem wir sagen, dass Großbuchstaben die aggregierten Werte, das heißt die Werte aus Sicht der gesamten Volkswirtschaft betrachten und Kleinbuchstaben, wie zum Beispiel klein y hier, bezeichnen die Pro-Kopf-Größen. Jetzt müssen wir noch kurz schauen, was wir auf der rechten Seite treiben. Wir haben ja hier diesen Multiplikator 1 durch n vor unserer Produktionsfunktion. Und wenn unsere Produktionsfunktion konstante Skalenerträge hat, wir erinnern uns, konstante Skalenerträge bedeuten, wenn ich alle Inputfaktoren verx-fache ich auch meinen Output, dann bedeutet das mathematisch, dass ich diesen Multiplikator in die Funktion reinziehen kann, in die Argumente der Funktion reinziehen kann. Das heißt, hier habe ich jetzt Kapital und Arbeit jeweils geteilt durch n. Wenn wir hier jetzt in unsere Funktion reinschauen, dann haben wir hier die gesamte Anzahl an Maschinen k geteilt durch die Anzahl der Köpfe n und damit den Kapitalstock pro Kopf. Naja, und hier hinten haben wir n geteilt durch n, das ist wenig überraschend 1. Im Prinzip sind wir hiermit fertig, weil wir jetzt hier sehen, dass unser Einkommen pro Kopf y schlicht eine Funktion des Kapitals pro Kopf klein k ist. Aber da Ökonomen gerne effizient oder faul sind, nennt es wie ihr möchtet, schreiben wir anstatt dieser Funktion f von klein k und 1 die Funktion f von k. Wir sehen rechts bei dem Beispiel, was das konkret bedeutet. Wir haben hier unsere Cobb-Douglas Produktionsfunktion. Wir rechnen das jetzt in das Einkommen pro Kopf um, indem wir beide Seiten durch n dividieren. Damit haben wir jetzt n hier im Nenner.
Das ist im Prinzip n hoch 1. Das heißt, dieses n und dieses n hoch 1 kürzt sich heraus. Und anstatt im Zähler n hoch minus Alpha zu haben, können wir das Ganze auch in den Nenner schreiben mit n hoch plus Alpha. Und jetzt sehen wir auch, was dieser Ausdruck hier meint. Wir haben jetzt hier eben in unserer Produktionsfunktion nur noch den Kapitalstock pro Kopf stehen. Das sehen wir ja auch schon. Und wir können das Ganze letztendlich noch ein bisschen umschreiben, dass wir wirklich haben, dass unser Einkommen pro Kopf schlicht dem Kapital pro Kopf hoch Alpha entspricht. Genau das haben wir hier links auch allgemein aufgeschrieben. Das gilt letztendlich für jede Produktionsfunktion, die eine neoklassische Produktionsfunktion ist. Und hier eben auch für unsere Cobb-Douglas-Funktion. Jetzt kommen wir zum vermutlich wichtigsten Schritt beim Solow-Modell mit Bevölkerungswachstum, denn wir wollen uns jetzt anschauen, wie sich der Kapitalstock pro Kopf, klein k, im Zeitablauf entwickelt. Hier oben haben wir schon gegeben, wie sich der gesamte Kapitalstock entwickelt. Der Kapitalstock der nächsten Periode entspricht dem aktuellen Kapitalstock plus dem, was wir neu sparen und investieren, abzüglich dem, was durch Verschleiß verloren geht. Und was wir natürlich machen können, ist hier KT und minus Delta KT zusammenfassen zu 1 minus Delta KT. Wir haben ja hier links schon den gesamten Kapitalstock in der nächsten Periode. Wenn wir also wissen möchten, wie hoch der Kapitalstock pro Kopf in der nächsten Periode ist, dann teilen wir das durch die Bevölkerung in der nächsten Periode, NT plus 1. Genau das machen wir hier. Jetzt haben wir dementsprechend das NT plus 1 hier links und auch in beiden Termen hier auf der rechten Seite. Im nächsten Schritt haben wir hier links genau das, was wir suchen, nämlich den Kapitalstock pro Kopf in der nächsten Periode. Okay, alles gut. Und jetzt schauen wir uns noch NT plus 1 an, die Bevölkerung in der nächsten Periode. Naja, die Bevölkerung in der nächsten Periode ist gleich der Bevölkerung in dieser Periode mal 1 plus n, mal 1 plus die Wachstumsrate der Bevölkerung. Und dasselbe machen wir hier beim anderen Term ebenfalls. Im folgenden Schritt schauen wir uns einfach an, was wir hier haben, nämlich k durch n, die Anzahl der Maschinen geteilt durch die Anzahl der Köpfe und damit haben wir den Kapitalstock pro Kopf. Und hier rechts haben wir einen vergleichbaren Term, nämlich das gesamte Einkommen der Volkswirtschaft y geteilt durch die Anzahl der Köpfe n und damit haben wir das Einkommen pro Kopf klein y. Nicht erschrecken, sieht viel schlimmer aus als es ist, denn das Einzige, das wir hier machen, ist, dass wir hier beim ersten Term sowohl den Zähler als auch den Nenner mit 1 minus n erweitern. Und das gleiche machen wir hier bei dem Term rechts ebenfalls. Und wenn wir uns jetzt das mal genau anschauen, dann sehen wir, dass wir hier im Nenner 1 minus n mal 1 plus n haben. Und hier beim zweiten Term genau das gleiche. Und auch wenn wir das vielleicht inzwischen ein bisschen verdrängt haben, bei den meisten ist hoffentlich noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass das uns erlaubt, die dritte binomische Formel anzuwenden. 1 minus n mal 1 plus n. Das ist nichts anderes als 1 minus n Quadrat. Im Zähler hat sich auch was getan. Im Zähler haben wir die beiden Klammern ausmultipliziert. Also 1 mal 1 ergibt 1. 1 mal minus Delta ergibt minus Delta. Minus n mal 1 gibt minus 1. Und abschließend noch minus n mal minus Delta gibt plus n mal Delta. Und beim rechten Term haben wir genau das gleiche gemacht. Wir haben hier 1 minus n mal s und das gibt s mal minus sn. Und was ihr auch seht, ist, dass hier jede Menge Terme rausgestrichen wurden. Wir haben hier zum einen n mal Delta. Ihr erinnert euch, n ist das Bevölkerungswachstum. Das ist großzügig gerechnet, vielleicht 1% pro Jahr. Also das n ist vielleicht 0,01. Und Delta ist die Abschreibungsquote, wie viel Prozent unseres Kapitalstocks in jedem Jahr verloren geht. Und das könnten zum Beispiel 5% sein. Wenn ihr also jetzt n mal Delta berechnet, dann erhaltet ihr 0,01 mal 0,05, dann ist das 0,0005. Und jetzt ahnt ihr schon, warum wir das rausschmeißen. Wir sagen nämlich, das ist so nah an 0, das ist ungefähr 0, dass wir diesen Term rausschmeißen können. Dieses Produkt aus zwei sehr kleinen Zahlen ist noch eine viel kleinere Zahl und dementsprechend vernachlässigen wir das. Und aus denselben Gründen fliegt auch n Quadrat raus und s mal n selbes Thema. Und damit haben wir es im Prinzip geschafft. Wenn wir das entsprechend zusammenfassen, erhalten wir, dass der Kapitalstock pro Kopf in der nächsten Periode 1 minus Delta minus n, das ist das, was hier überlebt, mal k entspricht. Und als zweiten Term, neu im Nenner haben wir ja schlicht 1, bleibt übrig s mal yt.
Abschließend nehmen wir jetzt hier noch 1 mal KT und schreiben das mit einem Minus dementsprechend auf die andere Seite und erhalten dann damit diese zentrale Gleichung des Solow-Modells mit Bevölkerungswachstum. Diese Gleichung sagt uns, wie sich der Kapitalstock pro Kopf zwischen 2 Perioden verändert. Und die sagt uns, wie hoch ist die Differenz zwischen dem Kapitalstock pro Kopf in der nächsten Periode im Vergleich zum Kapitalstock in dieser Periode. Für diese Differenz oder absolute Zunahme des Kapitalstocks pro Kopf schreiben wir in vielen Fällen auch schlicht Delta K. Dieses Dreieck ist ein großes griechisches Delta und zeichnet eben üblicherweise die Differenz, also die Veränderung des Kapitals pro Kopf. Und wovon hängt die jetzt ab? Naja, unser Kapital pro Kopf nimmt zu um die Ersparnisse und damit Investitionen pro Kopf. Denn wir sparen den Anteil S unseres Einkommens pro Kopf, F von KT. Gleichzeitig geht aber auch von dieser zur nächsten Periode Kapital pro Kopf verloren, nämlich der Anteil Delta unseres Kapitals pro Kopf, der geht durch Verschleiß verloren. Aber jetzt sehen wir, dass im Prinzip auch das Bevölkerungswachstum so ein bisschen wie Verschleiß funktioniert. Das Problem bei Bevölkerungswachstum für die Veränderung des Kapitals pro Kopf besteht darin, dass wenn die Bevölkerung sehr stark wächst, dann wird ja von Periode zu Periode die Menge an Kapital, die die Abschreibung überlebt hat, auf eine größere Bevölkerung verteilt und dementsprechend bleibt pro Kopf gesehen weniger übrig. In dieser Abbildung habe ich die 2 Teile, die die Entwicklung des Kapitals pro Kopf bestimmen, nämlich die Ersparnisse bzw. Investitionen pro Kopf, das Grüne, und die Effekte, die unseren Kapitalstock pro Kopf von Periode zu Periode verringern, das Rote, nämlich einmal die Abschreibung und das Bevölkerungswachstum, separat dargestellt. Folglich ist die Veränderung des Kapitals pro Kopf, unser Delta K, nichts anderes als die Differenz zwischen den grünen Ersparnissen pro Kopf und dem roten negativen Effekt von Bevölkerungswachstum und Abschreibungen. Und diesen kombinierten Effekt aus Abschreibungen und Bevölkerungswachstum, den bezeichnet man häufig auch als Break-Even-Investitionen. Das hat nichts mit den tatsächlichen Investitionen zu tun, sondern diese Break-Even-Investitionen, die sind sozusagen ein Benchmark, die sagen uns, was müssten wir hypothetisch zumindest investieren, damit wir eben diesen Effekt der Abschreibungen und des Bevölkerungswachstums auf unser Kapital pro Kopf ausgleichen können. Die tatsächliche Zunahme des Kapitals pro Kopf ist also die Differenz zwischen den Investitionen pro Kopf, dem grünen und den roten Break-Even-Investitionen. Wenn wir das Ganze grafisch darstellen möchten, muss ich euch natürlich irgendeine Produktionsfunktion vorgeben. Ich habe hier naheliegenderweise die Kopf-Tages-Produktionsfunktion genommen. Unsere Ersparnisse pro Kopf, die entsprechen S mal K hoch Alpha, wobei K hoch Alpha eben unserem Einkommen pro Kopf entspricht. Unsere Ersparnisse bzw. Investitionen pro Kopf, die haben diesen konkaven Verlauf, das heißt, die steigen an, werden aber immer flacher. Die genaue Herleitung dieser Kurve, die besprechen wir im anderen Video ausführlich, dementsprechend würde ich an dieser Stelle darauf verzichten. Die Break-Even-Investitionen Delta plus N mal K, die sind schlicht eine Gerade mit der Steigung Delta plus N. Und ich habe natürlich zum Zeichnen für alle Parameter mir auch Zahlenwerte vorgegeben. Zum Beispiel Alpha in unserer Kopf-Tages-Produktionsfunktion entspricht 0,5. Die Sparquote beträgt ebenfalls 0,5, also 50%. 7% unseres Kapitals pro Kopf geht in jeder Periode durch Verschleiß verloren, also Delta gleich 0,07. Und die Bevölkerung wächst mit einer Rate von 3%. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie sich der Kapitalstock pro Kopf verändert, dann müsst ihr einfach schauen, wie hoch ist aktuell euer Kapital pro Kopf, zum Beispiel gleich 10. Ja, und dann könnt ihr schauen, okay, wie hoch sind die Investitionen pro Kopf, das Grüne, das sind hier vielleicht so 1,6 oder so. Wie hoch sind die Break-Even-Investitionen, die sind hier gleich 1 und die Differenz aus beidem, die Differenz zwischen der grünen und der roten Kurve, das ist unser Delta K, unsere Zunahme des Kapitals pro Kopf. Hier sehen wir, dass die grüne Kurve über der roten Kurve ist. Und dementsprechend laufen wir nach rechts und wir sehen, wie im Modell ohne Bevölkerungswachstum konvergieren wir hier zu einem langfristigen Gleichgewicht, zu einem Steady State, bei dem der Kapitalstock pro Kopf konstant ist. Den Kapital pro Kopf im Steady State, den bezeichnen wir mit K Stern. Wenn wir oben jetzt noch die Produktionsfunktion grafisch darstellen, könnten wir damit auch das Einkommen pro Kopf im Steady State ablesen und die Differenz zwischen diesem Einkommen pro Kopf im Steady State und den Ersparnissen bzw. auch Break-Even-Investitionen pro Kopf entsprechen dann dem Konsum pro Kopf C Stern.
Wenn wir möchten, können wir noch kurz analysieren, wie sich eine Änderung des Bevölkerungswachstums auf unsere Volkswirtschaft auswirkt, zum einen kurz- als auch langfristig. Wir können zum Beispiel schauen, was passiert, wenn das Bevölkerungswachstum von 3% auf, schauen wir mal, 5% steigt. Und wir sehen, durch den Anstieg des Bevölkerungswachstums, ich gehe nochmal zurück, durch den Anstieg des Bevölkerungswachstums ist natürlich unsere Break-Even-Investitionsgerade steiler geworden. Die Steigung ist ja Delta plus N und wenn das Bevölkerungswachstum zunimmt, dann wird unsere Break-Even-Investitionsgerade steiler. Das führt natürlich dazu, dass der Steady State, also der Schnittpunkt unserer Break-Even-Investitionen mit den Ersparnissen pro Kopf, jetzt weiter links stattfindet. Mit anderen Worten, wir konvergieren bei einem höheren Bevölkerungswachstum zu einem niedrigeren Steady-State-Kapitalstock pro Kopf und damit natürlich auch zu einem niedrigeren Einkommen pro Kopf. Unten in der Videobeschreibung findet ihr übrigens einen Link, mit dem ihr genau diese interaktive Grafik auch aufrufen könnt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da dann ein bisschen mit den Parametern rumspielen und schauen, wie sich nicht nur das Bevölkerungswachstum, sondern zum Beispiel auch die Sparquote oder die Abschreibungsrate auf den Steady State auswirkt. Wie im Modell ohne Bevölkerungswachstum können wir den Steady State, zu dem wir langfristig konvergieren, auch berechnen. Was gilt denn im Steady State? Dort gilt, haben wir gerade gesehen, dass die grünen Investitionen pro Kopf genauso hoch sein müssen wie die Break-Even-Investitionen pro Kopf. Wenn wir jetzt als Produktionsfunktion zum Beispiel wieder unsere Kopftagesproduktionsfunktion einsetzen, das heißt unser f von k ist gleich k hoch Alpha, dann bedeutet das, dass im Steady State S mal k hoch Alpha die Ersparnisse pro Kopf gleich den Break-Even-Investitionen Delta plus N mal k sein müssen. Und jetzt lösen wir das nach k auf. Zum einen dividieren wir beide Seiten durch k hoch Alpha, dementsprechend haben wir dann hier k hoch 1, das haben wir da schon, minus Alpha dort stehen. Das haben wir dementsprechend dann hier. Im nächsten Schritt dividieren wir beide Seiten durch Delta plus N. Dementsprechend haben wir dann S durch Delta plus N. Und wir drehen beide Seiten um, damit wir dann am Schluss links unseren Kapitalstock pro Kopf haben. Und abschließend nehmen wir beide Seiten noch hoch 1 durch 1 minus Alpha. Dementsprechend fliegt hier der Exponent raus. Und wir haben jetzt hier auf der rechten Seite eben 1 durch 1 minus Alpha dort stehen. Der Unterschied zum Modell ohne Bevölkerungswachstum ist, dass wir jetzt hier auch N stehen haben und wir vorhin schon gesehen haben, das Bevölkerungswachstum, was pro Kopfeinheiten angeht, wirkt im Prinzip genauso wie die Abschreibungen. Wenn wir einmal den Kapitalstock pro Kopf haben, können wir auch schnell das Einkommen pro Kopf ausrechnen. Zum Beispiel in unserer Kopftagesproduktionsfunktion ist das Einkommen pro Kopf eben Kapital hoch Alpha und dementsprechend müssen wir hier unseren Kapitalstock pro Kopf schlicht hoch Alpha nehmen und dann haben wir unser Einkommen pro Kopf und abschließend unser Konsum pro Kopf. Wir wissen, dass wir den Anteil S unseres Einkommens sparen, dementsprechend konsumieren wir den Anteil 1 minus S unseres Einkommens. Wenn wir jetzt nochmal unser Ergebnis für die Kopftagesproduktionsfunktion uns anschauen, dann sehen wir, dass sowohl unser Kapital pro Kopf mit der Sparquote steigt, als auch unser Einkommen pro Kopf mit der Sparquote steigt. Im anderen Video haben wir es auch noch grafisch gezeigt, müssen wir jetzt hier nicht machen. Was wir hier aber auch sehen, ist, dass unser Steady-State-Konsum pro Kopf nicht eindeutig von der Sparquote abhängt. Ja, nämlich diese zweite Komponente, die letztendlich unser Einkommen pro Kopf ist, die nimmt mit der Sparquote zu. Aber wenn unsere Sparquote zunimmt, bedeutet das natürlich, dass die Konsumquote, der Anteil des Einkommens, den wir konsumieren, entsprechend abnimmt. Und genau diese Frage bzw. diese Problematik wollen wir bei der sogenannten goldenen Regel lösen. Das heißt, wir wollen herausfinden, welche Sparquote würde unseren langfristigen Konsum, das heißt unseren Konsum im Steady State maximieren. Okay, was wissen wir? Wir wissen, dass die Veränderung des Kapitals pro Kopf der Differenz aus den Ersparnissen pro Kopf und den Break-Even-Investitionen pro Kopf entspricht. Und wir wissen, im Steady State und nur dort sind die beide gleich groß. Mit anderen Worten, die Ersparnisse pro Kopf entsprechen genau den Break-Even-Investitionen. Das behalten wir im Kopf und jetzt überlegen wir uns, okay, unser Konsum pro Kopf, der entspricht, wie wir bereits wissen, dem Anteil des Einkommens, den wir nicht sparen. Und wir sind weiter im Steady State, dementsprechend überall die ganzen Sternchen. Jetzt möchten wir mathematisch herausfinden, welche Sparquote unseren Konsum pro Kopf im Steady State maximiert. Und da machen wir einen kleinen Umweg, nämlich indem wir sagen, okay, unser Konsum im Steady State, zunächst mal
nehmen wir den Ausdruck, den wir haben und multiplizieren schlicht die Klammer aus. Also wir haben 1 mal f von k, das ist schlicht das hier, und dann haben wir minus s mal f von k, das ist dann der zweite Term. Jetzt wenden wir den kleinen Trick an, indem wir sagen, okay, dieser grüne Term, nämlich die Ersparnisse pro Kopf im Steady State und nur dort, da sind die gleich den Break-Even-Investitionen pro Kopf. Das heißt gleich Delta plus n mal k Stern. Unser Ziel war es ja eigentlich, die konsummaximierende Sparquote zu finden, aber in unserer Gleichung ist keine Sparquote mehr drin. Unser Umweg besteht also darin, zunächst mal herauszufinden, welcher Steady-State-Kapitalstock k Stern maximiert unseren Konsum im Steady State. Mathematisch bedeutet das schlicht, wir müssen c Stern nach k Stern ableiten und gleich 0 setzen. Genau das machen wir. Wir leiten unser c Stern nach k Stern ab. Wenn wir f von k Stern nach k Stern ableiten, ja gut, dann kriegen wir eben f'. Und wenn wir minus Delta plus n mal k Stern nach k Stern ableiten, bekommen wir schlicht minus Delta plus n. Wir wollen es maximieren, also muss die Ableitung gleich 0 sein. Und ihr ahnt schon, wir ziehen abschließend noch diesen negativen Term nach rechts und erhalten dann damit diese sogenannte goldene Regel, die uns sagt, wenn wir einen Kapitalstock langfristig erreichen, für den diese Gleichung gilt, dann haben wir unseren langfristigen Konsum pro Kopf im Steady State, unser k Stern, maximiert. Die goldene Regel sagt, das ist dann der Fall, wenn im Steady State das Grenzprodukt einer weiteren Einheit Kapital pro Kopf genau der Summe aus der Abschreibungsrate und dem Bevölkerungswachstum entspricht. Was ist die Intuition dahinter? Das Grenzprodukt einer weiteren Einheit Kapital pro Kopf. Das sagt mir, um wie viel steigt das Einkommen, wenn ich noch eine zusätzliche Einheit Kapital pro Kopf habe. Und die rechte Seite sagt mir, wie viel muss ich in jeder Periode aufwenden, um dieses Kapital pro Kopf aufrechtzuerhalten. Und unser Konsum pro Kopf ist maximiert, wenn im Steady State die beiden gleich groß sind. Nehmen wir mal an, das wäre nicht der Fall. Nehmen wir mal an, das Grenzprodukt einer weiteren Einheit Kapital pro Kopf wäre größer als Delta plus n. Das würde bedeuten, wenn ich noch eine zusätzliche Einheit Kapital pro Kopf habe, dann steigt mein Einkommen um mehr, als ich gleichzeitig für Abschreibung und Bevölkerungswachstum in Anführungszeichen ausgeben muss. Das würde bedeuten, wenn ich noch eine zusätzliche Einheit Kapital hätte, könnte ich damit meinen Konsum pro Kopf erhöhen. Diese goldene Regel können wir mit den Zutaten, die wir bereits haben, auch grafisch sehr schnell skizzieren, nämlich wenn wir uns das noch genau anschauen, dann sagt die goldene Regel, dass das Grenzprodukt von Kapital gleich n plus Delta sein muss. Und wenn wir jetzt in unsere Abbildung reinschauen, was ist denn f' von k? Was ist denn das Grenzprodukt von Kapital? Naja, das ist die Ableitung der Produktionsfunktion. Und die Ableitung ist ja nichts anderes als die Steigung. Mit anderen Worten, f' von k ist die Steigung unserer blauen Produktionsfunktion. Und Delta plus n, das sehen wir auch in der Grafik, denn die Break-Investitionen, das rote, das hat die Gleichungsformel Delta plus n mal k. Und die Steigung dieser Break-Investitionen, das ist schlicht Delta plus n. Das bedeutet, wenn die goldene Regel sagt, dass f' von k gleich Delta plus n sein muss, dann sagt die goldene Regel auch, wir sollten dort hinkommen, wo die Steigung der blauen Produktionsfunktion gleich der Steigung der roten Break-Even-Investitionen ist. Grafisch finden wir das, indem wir eine Tangente mit der Steigung Delta plus n, also Steigung der roten Break-Even-Investitionen, an die Produktionsfunktion ranlegen. Das seht ihr hier gestrichelt, ne? Diese gestrichelte Gerade hat dieselbe Steigung wie die Break-Even-Investitionen Delta plus n und wir finden dort unseren goldene Regel Kapitalstock, wo die Steigung der Produktionsfunktion genau Delta plus n entspricht. Das ist bei diesem Punkt KGR der Fall. Die goldene Regel sagt also, wenn wir im Steady State zum Kapitalstock KGR kommen würden, ihr merkt schon, ganz wichtig, konjunktiv, dann wäre unser langfristiger Konsum maximiert. Jetzt sehen wir aber schon in unserem Modell, wenn ich hier die Parameter so vorgebe, also Alpha gleich 0,5, Sparquote 35%, neu steckt der Parameter rein, dann kommt eben ein tatsächlicher Steady State hier in Höhe von K gleich, na was wird das sein, 12 oder so raus. Es ist also ganz wichtig zu verstehen, dass uns die goldene Regel einen Referenzwert, einen Benchmark vorgibt. Der tatsächliche Steady State, der wird, wie wir vorhin schon berechnet haben, eben von K Stern vorgegeben, das heißt im Schnittpunkt aus den Break-Even-Investitionen und den grünen Ersparnissen pro Kopf. Das
bedeutet, wenn wir eine höhere Sparquote hätten und damit zu einem höheren Steady State konvergieren würden, optimalerweise zu KGR, dann könnten wir unseren langfristigen Konsum pro Kopf maximieren. Wir sehen hier der Konsum pro Kopf, das ist diese lilane Strecke hier. Und was passiert denn, wenn wir jetzt unsere Sparquote erhöhen auf, wir werden das gleich sehen, 0,5? Jetzt sehen wir, dass unser tatsächlicher Steady State mit dem goldenen Regel Steady State übereinstimmt. Und wir sehen auch, dass, zwar nicht sehr stark, aber dass unser Steady State Konsum hier, wir können es als Zahlzeug ablesen, 2,5 beträgt. Das Einkommen pro Kopf ist hier 5. Die Break-Even-Investitionen bzw. Abschreibung sind 2,5. Das heißt, unser Konsum hier im Steady State, wenn wir tatsächlich der goldenen Regel folgen, beträgt 2,5. Optimalerweise sollten wir also eine Sparquote von 0,5, das heißt von 50% haben, die, und das sehen wir hier schon, genau dem Parameter Wert entspricht, den wir für Alpha eingesetzt haben, nämlich auch 0,5. Das ist kein Zufall, sondern wenn wir eine Kopf-Tages-Produktionsfunktion verwenden, dann ist tatsächlich so, dass die goldene Regel sagt, dass unsere optimale Sparquote gleich Alpha ist. Und genau das ist das, was wir jetzt noch abschließend mathematisch zeigen wollen, und dann habt ihr für heute auch sehr viel gelernt. Wir wollen also zeigen, dass unsere goldene Regel, die wir gerade allgemein schon hergeleitet haben, wenn wir eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion haben, das heißt unser Einkommen pro Kopf entspricht Kapital pro Kopf hoch Alpha, dass dann die goldene Regel sagt, dass die Sparquote gleich Alpha sein sollte. Welchen Kapitalstock sollten wir denn gemäß der goldenen Regel haben? Na, die goldene Regel sagt, das Grenzprodukt von Kapital soll Delta plus N entsprechen. Und wenn wir unsere Cobb-Douglas-Produktionsfunktion haben, dann ist das Grenzprodukt von Kapital, das ist immer schlicht die erste Ableitung. Wenn wir K hoch Alpha nach K ableiten, dann bekommen wir schlicht Alpha mal K hoch Alpha minus 1. Und auf der rechten Seite kopieren wir schlicht das Delta plus N. Alles, was wir jetzt noch machen, ist nach dem Kapitalstock, den wir suchen, auflösen. Das bedeutet, wir multiplizieren zunächst mal beide Seiten mit K hoch 1 minus Alpha. Dann fliegt das hier entsprechend raus. Dann haben wir hier K hoch 0. Und auf der rechten Seite haben wir dementsprechend dann das K hoch 1 minus Alpha. Und gleichzeitig dividieren wir beide Seiten noch durch Delta plus N. Dann fliegt das hier raus und dementsprechend haben wir es dann hier im Nenner. Jetzt haben wir es fast geschafft. Zum einen drehen wir die linke und rechte Seite um. Das heißt, wir haben jetzt das K auf der linken Seite stehen. Und um den Exponenten loszuwerden, haben wir vorhin schon gemacht, nehmen wir beide Seiten hoch 1 durch 1 minus Alpha. Dementsprechend fliegt der Exponent beim Kapitalstock raus. Und wir haben dafür hier jetzt Alpha durch Delta plus N hoch eben genau dieses 1 durch 1 minus Alpha. Die goldene Regel sagt uns, das ist der Kapitalstock, den wir erreichen sollten, wenn wir unseren langfristigen Konsum pro Kopf maximieren möchten. Der Kapitalstock pro Kopf, den wir tatsächlich erreichen, entspricht S durch Delta plus N hoch 1 durch 1 minus Alpha. Den haben wir vorhin schon berechnet. Wenn wir also vergleichen, was wir erreichen sollten, wenn wir unseren langfristigen Konsum maximieren wollen, und was wir tatsächlich für eine bestimmte Sparquote S erreichen, dann sehen wir, dass unser tatsächlicher Kapitalstock pro Kopf mit dem optimalen Kapitalstock pro Kopf übereinstimmt, wenn wir als Sparquote genau Alpha haben. Das habe ich hier jetzt nochmal für euch zusammengefasst. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es in diesem Modell keinen Mechanismus gibt, der dafür sorgt, dass S tatsächlich gleich Alpha ist. Ganz kurz noch, was ist die Intuition dahinter, dass unsere Sparquote umso höher sein sollte, je höher unser Alpha ist? Dafür springen wir nochmal zu unserer Produktionsfunktion vom Anfang und wir sehen, dass mit der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion der Parameter Alpha uns sagt, wie wichtig Kapital im Produktionsprozess ist im Vergleich zum Produktionsfaktor Arbeit. Wenn Alpha gleich 0 wäre, dann würde Kapital komplett aus dem Produktionsprozess rausfliegen. Umgekehrt, bei Alpha gleich 1 wird es bedeuten, dass wir im Prinzip nur mit Kapital produzieren. Je höher also Alpha ist, desto wichtiger ist Kapital im Produktionsprozess. Und die goldene Regel sagt uns, je wichtiger Kapital im Produktionsprozess ist, desto mehr sollten wir auch sparen, um damit dann langfristig auch einen höheren Kapitalstock pro Kopf zu haben. Wenn euch mein Video zu diesem Thema weitergeholfen hat, dann würde mir wiederum ein Like von euch unglaublich weiterhelfen.
Und wenn ihr keine neuen Videos zu weiteren Themen verpassen möchtet, dann lasst am besten ein Abo da und stellt auch die Benachrichtigung ein. In jedem Fall viel Erfolg beim Einüben und bis zum nächsten Mal.